Jeder weiß, dass Tesla Elektroautos, Roboter und sogar Raketen herstellt. Aber was wäre, wenn ich dir sagen würde, das nächste große Ding von Elon Musk ist nicht für Straßen oder den Weltraum gebaut, es ist für den Ozean gebaut? Das ist richtig. Tesla arbeitet heimlich an einem U-Boot. Kein Konzept, kein Scherz, ein echtes Fahrzeug, das unter Wasser tauchen und fahren kann. Alles begann, als Musk beiläufig erwähnte, dass Teslas wasserdicht sein sollten. Er deutete eine Zukunft an, in der ein Tesla untertauchen und sich unter der Wasseroberfläche bewegen könnte, wie in einem Science-Fiction-Film. Jetzt machen Gerüchte die Runde. Patente werden eingereicht und Prototypen könnten bereits in der Entwicklung sein. Warum baut Elon Musk ein U-Boot? Was kann es tatsächlich leisten? Und könnte dies der bisher kühnste Schritt von Tesla sein? Gehen wir dem Geheimnis auf den Grund. Denn was sich unter der Oberfläche verbirgt, könnte die wildeste Erfindung von Tesla sein. Das Argument für ein Tesla-U-Boot. Elon Musk hat es immer wieder gesagt, Tesla ist mehr als nur ein Elektroautohersteller. Es ist ein Technologieunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Welt mit nachhaltigen, unverzichtbaren und völlig einzigartigen Produkten zu verändern. Und wenn das die Kernphilosophie von Tesla ist, dann ist die Ausweitung auf Unterwasserfahrzeuge keine Überraschung. Der Ozean ist immer noch ein riesiger, unerforschter Raum. Und Musk hat noch nie unerschlossenes Gebiet ignoriert. Auf der jährlichen Aktionärsversammlung von Tesla im Jahr 2019 verblüffte Elon Musk das Publikum mit der Enthüllung, dass Tesla einen Prototyp eines Unterwasserfahrzeugs entwickelt hat. Keine Fantasie, kein CGI, ein Auto, direkt aus dem Film, das auf den Meeresgrund tauchen kann. Woher kam die Inspiration? Eine kultige Filmszene, der Lotus Esprit in Der Spion, der mich liebte, wo James Bond das Auto ins Meer fährt und es in ein U-Boot verwandelt. Und Elon hat nicht nur zugesehen, er hat das Auto gekauft. Wir haben sogar eine Blaupause dafür, sagte Musk. Und ich denke, es ist das Coolste, was ich je in einem Film gesehen habe. Aber Musk will es nicht bei der filmischen Inspiration belassen. In einer Zeit, in der Elektroautos zur Norm werden und wiederverwendbare Raketen Realität sind, scheint ein vollelektrisches U-Boot mit seiner Autonomie, seinen langlebigen Batterien und fortschrittlichen Sensoren keine Science-Fiction mehr zu sein. Stellen Sie sich das einmal vor, ein Tesla, der selbstständig in den Ozean eintauchen kann, mit Hochleistungsbatterien, die stundenlang Strom liefern, ausgestattet mit KI zur Erkennung und Vermeidung von Hindernissen, 3D-Sensoren zur Kartierung des Meeresbodens und einer Kabine mit einem Druckausgleichssystem, das den Passagieren einen IMAX-ähnlichen Blick auf die Unterwasserwelt ermöglicht. Das ist nicht nur eine Spielerei oder PR, es ist der nächste Schritt in seinem Bestreben, die 3 Dimensionen zu beherrschen. Musk hat das Land mit Autos erobert, den Himmel mit SpaceX. Und jetzt will er den Ozean erobern, einen Ort, von dem die Menschen nur etwa 5% verstehen. Wenn Tesla also ein Model D für Deep entwickeln könnte, das den Ozean so erforschen könnte, wie wir auf der Autobahn fahren, würde das nicht eine ganz neue Industrie eröffnen? Von der biologischen Forschung über die Erschließung von Bodenschätzen bis hin zum Tiefseetourismus. Ein Tesla-U-Boot kann mehr als jedes herkömmliche U-Boot. Denn es trägt die DNA von Tesla. Intelligent, nachhaltig, innovative. Und das Beste ist, dass es weder Lärm noch Emissionen wie Diesel-U-Boote verursacht. Es wird leise, sauber und freundlich zum Unterwasser-Ökosystem sein. Genau wie Musks Philosophie. Technologie für die Menschheit. Nicht für die Umwelt. Ein solches Produkt wird vielleicht nicht morgen auf den Markt kommen. Aber vergessen Sie nicht, es gab eine Zeit, in der die Menschen Elektroautos für einen Witz hielten. Dann kam das Model S. Dann kam der Cybertruck. Dann kamen die SpaceX-Raketen, die zum Erstaunen der Welt senkrecht landeten. Wenn Sie also eines Tages einen Tesla sehen, der wie in einem Bond-Film auf den Grund des Ozeans taucht, seien Sie nicht überrascht. Denken Sie daran, dass Elon Musk keine Trends verfolgt, er schafft sie. Und das Tesla-U-Boot könnte sein Schlüssel sein, um das letzte Tor zur Erforschung der Tiefseewelt aufzustoßen. Wie sieht es also aus? Cybertruck und Wasserfähigkeiten. Als der Tesla Cybertruck erstmals vorgestellt wurde, schockierte er alle mit seiner Fähigkeit, durch Wasser zu warten. Elon Musk bestätigte sogar, dass er für eine kurze Zeit wie ein Boot funktionieren kann. Für jede Art von U-Boot ist die Druckbeständigkeit immer eine Priorität. Wie wir alle wissen, arbeiten U-Boote unter einem enormen Wasserdruck, so dass ihre Rümpfe so konstruiert sein müssen,
dass sie diesen Kräften standhalten und in der Regel aus legiertem Stahl oder Titan bestehen, um dem Druck in großen Tiefen standzuhalten. Daher müsste auch das Tesla-U-Boot so ausgefallen wie möglich gestaltet sein, um das charakteristische Design des Unternehmens hervorzuheben und gleichzeitig die für den Betrieb unter solch extremen Bedingungen erforderliche Festigkeit zu gewährleisten. Wir glauben, dass Tesla sich für Titan oder extrem widerstandsfähigen Edelstahl entscheiden wird, ähnlich den Materialien, die für das SpaceX Starship verwendet werden, mit einer Keramikbeschichtung zum Schutz vor Korrosion. Obwohl Tesla oft zu unkonventionellen Designs tendiert, die man auf der Erde nie gesehen hat, gibt es eindeutig einige Prinzipien, die Musk nicht ignorieren kann, insbesondere wenn es um die Form eines U-Boots geht. Wir glauben, dass fast jeder schon einmal Bilder von traditionellen U-Booten gesehen hat, vielleicht in Filmen. Traditionelle U-Boote haben meist eine lange, zylindrische Form mit abgerundeten Enden, um den Wasserwiderstand zu minimieren. Tesla könnte entweder an dieser Konstruktionstheorie festhalten oder sie verbessern. Immerhin hat das Unternehmen Zugang zu einigen der besten Ingenieurteams der Welt. Das Äußere des Tesla-U-Boots wird auf jeden Fall mit einer Hochleistungsbeleuchtung ausgestattet sein. Das stimmt. In den Tiefen des Ozeans kommt kaum Sonnenlicht an. Daher ist eine Außenbeleuchtung des U-Boots unerlässlich, insbesondere für Schiffe, die in der Tiefseeforschung eingesetzt werden. Darüber hinaus wird das Tesla-U-Boot auch über Signallichter verfügen, um in Notfällen oder kritischen Situationen zu kommunizieren oder den Standort anzuzeigen. Deshalb glauben wir, dass es so sicher sein wird wie ein Cybertruck, der seine Besatzung genauso schützt wie der Cybertruck seinen Fahrer vor Unfällen. Wir glauben auch, dass der Innenraum eines Tesla-U-Boots den Tesla EVs in nichts nachsteht und sie vielleicht sogar übertrifft. Innovation im Innenraum. U-Boot-Innenräume, die für das Tauchen unter Wasser konzipiert sind, erfordern weitaus mehr Sorgfalt. Da es im Vergleich zu Autos oder anderen Fahrzeugen weniger Spielraum gibt, müssen wir verstehen, dass das Innere eines U-Boots so optimiert ist, dass es das Beste aus dem begrenzten Raum macht und gleichzeitig einen effizienten Betrieb für die Besatzung gewährleistet. Normalerweise sind U-Boote in mehrere Abteilungen unterteilt, die jeweils unterschiedliche Funktionen haben. Aber das sind U-Boote, die für militärische oder wissenschaftliche Forschungszwecke konzipiert sind, im Allgemeinen für groß angelegte Ziele. Beim Tesla-U-Boot hingegen liegt der Schwerpunkt auf der Erkundung, der Erforschung der Ozeane und der Erprobung von Technologien. Anstatt mehrere Abteilungen zu haben, könnte das Tesla-U-Boot mit einem minimalistischen Ansatz entworfen werden und nur 2 Hauptabschnitte aufweisen: den Kontrollraum und die Passagierkabine, die ein modernes und luxuriöses Meeresforschungserlebnis bieten. Wir müssen Ihnen nicht sagen, dass der Kontrollraum die Kommandozentrale des Schiffes sein wird, ausgestattet mit einer großen Touchscreen-Oberfläche, sehr wenigen physischen Tasten und integrierter künstlicher Intelligenz zur Unterstützung der Navigation und einem Autopilotmodus ähnlich dem in Tesla-Autos. Ein 360-Grad-Kamerasystem in Kombination mit einem Augmented Reality OLED-Display wird das traditionelle Periskop ersetzen und einen klaren Blick auf die Unterwasserlandschaft ermöglichen. Natürlich wird es auch weiterhin einen Kapitän geben, der das U-Boot während der gesamten Fahrt steuert. Die Passagierkabine wird luxuriös gestaltet sein und einen offenen Raum mit gehärtetem Panoramaglas bieten, der eine atemberaubende Aussicht ermöglicht. Die Sitze werden wie im Tesla Model X verstellbar sein und mit farbwechselnder LED-Beleuchtung eine entspannende Atmosphäre schaffen, sodass man das Gefühl hat, durch ein hochwertiges Aquarium zu gehen. In der Passagierkabine des U-Boots wird es auch einen OLED-Bildschirm geben, der Informationen über den Ozean und das Meeresleben liefert, falls die Passagiere mehr erfahren möchten. Komfort und elektrische Energie. Das gesamte U-Boot wird mit einem fortschrittlichen Luftfiltersystem ausgestattet, das dafür sorgt, dass sich die Passagiere wohlfühlen, ohne das Gefühl von Sauerstoffmangel oder Atembeschwerden zu haben. Die lauten Verbrennungsmotoren sind verschwunden. Das U-Boot wird mit der elektrischen Batterietechnologie von Tesla betrieben, die eine ruhige, leise und umweltfreundliche Fahrt ermöglicht. Mit seinem minimalistischen, aber bahnbrechenden Design wird das Tesla-U-Boot schätzungsweise eine Geschwindigkeit von 6 bis 15 Knoten erreichen, also etwa 11 bis 28 Kilometer pro Stunde. Dieser Geschwindigkeitsbereich ist ideal für ein elektrisch angetriebenes U-Boot, da er ein Gleichgewicht zwischen Betriebsleistung,
Stabilität und Energieeffizienz schafft. Wie wir alle wissen, ist Tesla für seine Hochleistungselektromotoren bekannt. Und das Tesla-U-Boot wird nicht anders sein. Anstelle der herkömmlichen dieselelektrischen Motoren, wie sie heute in vielen U-Booten zum Einsatz kommen, könnte das Tesla-U-Boot mit einem leistungsstarken Elektromotor ausgestattet sein, der ausschließlich mit Lithium-Ionen-Batterien oder noch fortschrittlicheren Batterietechnologien wie Festkörperbatterien oder Superkondensatoren betrieben wird. Andererseits hat Tesla bereits Pionierarbeit bei der Lithium-Ionen-Batterietechnologie geleistet, denn seine 4680 Batterien sind die fortschrittlichsten der Welt und ihre Produktion macht enorme Fortschritte. Daher wäre es seltsam, wenn das Tesla-U-Boot nicht die 4680 Technologie verwenden würde. Für ein U-Boot, das für Sightseeing und die Erkundung der Ozeane konzipiert ist, braucht es unseres Erachtens kein riesiges Batteriepaket. Wir glauben, dass eine Kapazität von über einer Megawattstunde mehr als genug wäre, um die Systeme mit Strom zu versorgen und mehrere Stunden unter Wasser fahren zu können. Mit Teslas sorgfältigem Designansatz, kombiniert mit einer Energiedichte von bis zu 300 Wattstunden pro Kilogramm und der Möglichkeit des Schnellladens, gewährleistet das 4680 Batteriepaket eine hohe Leistung bei minimaler Wärmeentwicklung, ein wesentlicher Faktor für ein Fahrzeug, das in extremen Umgebungen wie dem Meer eingesetzt wird. Batteriekapazität und Durchführbarkeit. Zum Vergleich, ein Tesla Semi ist mit einem 900 Kilowattstunden Batteriepaket ausgestattet, das ausreicht, um eine Gesamtlast von 82.000 Pfund über eine Reichweite von 500 Meilen zu transportieren. Dies zeigt, dass mit Teslas aktueller Technologie die Entwicklung eines Batteriesystems mit mehr als einer Megawattstunde für ein U-Boot durchaus machbar ist und im Vergleich zu herkömmlichen dieselbetriebenen Systemen Haltbarkeit, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit bietet. Wie wir bereits erwähnt haben, liefert das 4680 Batteriepaket dem U-Boot genug Energie, um eine stabile Geschwindigkeit von 6 bis 15 Knoten aufrechtzuerhalten, sodass es sich effizient bewegen kann, ohne übermäßig viel Energie zu verbrauchen. Darüber hinaus sind die Elektromotoren von Tesla nahezu geräuschlos und sorgen für einen reibungslosen und leisen Betrieb des U-Boots. Es wäre nicht verwunderlich, wenn das U-Boot mit einem autonomen Steuerungssystem ausgestattet wäre, das KI und fortschrittliche Sensoren nutzt, um die Geschwindigkeit je nach Umgebungsbedingungen zu optimieren. Elon Musk drängt eindeutig auf Autonomie in allen seinen Fahrzeugen. Jedes Elektrofahrzeug von Tesla verfügt inzwischen über eine vollständige autonome Steuerung, sogar der Tesla Semi der Klasse 8. Durch die Integration von KI und hochempfindlichen Sensoren könnte das U-Boot Meeresströmungen erkennen, Hindernisse identifizieren oder potenzielle Bedrohungen erkennen. Die Geschwindigkeit wird automatisch entsprechend angepasst. In ruhigen Gewässern könnte das Tesla-U-Boot beispielsweise eine Geschwindigkeit von etwa 10 bis 12 Knoten beibehalten, was eine effiziente Fortbewegung bei geringem Energieverbrauch ermöglicht. Wenn es jedoch auf starke Strömungen stößt oder Hindernissen ausweichen muss, würde das System die Geschwindigkeit auf 6 bis 8 Knoten reduzieren, um die Sicherheit zu gewährleisten. Der Geschwindigkeitsbereich des Tesla-U-Boots von 6 bis 15 Knoten wird als ideal für verschiedene Anwendungen angesehen und ermöglicht lang andauernde Einsätze wie die Erforschung von Meereslebewesen oder die Erkundung von Tiefseeressourcen. Kabelloses Aufladen und kontinuierlicher Betrieb. Eine langsame und gleichmäßige Reisegeschwindigkeit von 6 bis 10 Knoten würde den Passagieren das perfekte Zeitfenster bieten, um die Unterwasserlandschaft zu genießen und in aller Ruhe an Korallenriffen, Schiffswracks und Meereslebewesen vorbeizugleiten. Und das alles ohne die Unannehmlichkeiten einer übermäßigen Bewegung. Aber stellen Sie sich vor, wenn ein künftiges Unterwassertransportnetz mit 10 bis 15 Knoten fahren würde, könnte Teslas U-Boot-Technologie die Welt der Unterwasserlogistik grundlegend verändern. Da die weltweiten Schifffahrtswege immer mehr verstopft sind und die Umweltvorschriften immer strenger werden, könnte der elektrische Unterwasserfrachttransport nicht nur innovativ sein, sondern auch unvermeidlich werden. Was genau macht also ein Tesla-U-Boot so anders? Es ist nicht nur das Design, es ist die Technologie. Ein Tesla-U-Boot könnte ultraschnelle Ladesysteme und ein intelligentes KI-basiertes Energiemanagement nutzen, ähnlich wie wir es bereits vom Cybertruck und Tesla Semi kennen. Aber stellen Sie sich vor, es ginge noch weiter. Wie wäre es,
Wenn Tesla ein kabelloses Unterwasserladesystem einführen oder schwimmende, solarbetriebene Bojen verwenden würde, um Energie über elektromagnetische Niederfrequenzwellen auf das U-Boot zu übertragen? Das klingt nach Science Fiction, aber wenn man bedenkt, dass Tesla Starlink integriert hat und SpaceX bereits Technologie für die Kommunikation im Weltraum einsetzt, erscheint das plötzlich sehr möglich. Und das Ergebnis? Ein U-Boot, das nur selten auftauchen muss und tagelang oder sogar wochenlang ununterbrochen unterwegs ist. Ideal für Tiefseeforschung, Hochseetourismus oder geheime Logistik. Was die Kosten angeht, so könnte ein voll elektrisches Tesla-U-Boot im optimistischsten Fall für 5 bis 10 Millionen Dollar hergestellt werden, je nach Ausstattung und Autonomiegrad. Das ist ein Bruchteil dessen, was derzeitige Forschungs- oder Militär-U-Boote kosten, da Tesla in der Lage ist, vorhandene Plattformen, wie das Exoskelett von Cybertruck, die Drucksysteme von Starship und die Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation von Tesla wiederzuverwenden. Wenn Tesla die Gigacasting-Methode anwendet, die modulare Bauweise aus einem Stück, könnten die Kosten sogar noch weiter sinken und die Tür für die Nutzung durch Elite-Resorts, Meeresforschungsinstitute oder sogar Private Explorations-Unternehmen öffnen. Einige wilde Theorien besagen sogar, dass Tesla sich mit SpaceX oder The Boring Company zusammentun könnte, um ein vollständig integriertes, dreidimensionales Transportökosystem zu schaffen. Tunnel unter Städten, U-Boote unter Ozeanen und senkrecht startende Jets, die über ihnen fliegen, alles verbunden. Alles elektrisch und alles mit nachhaltiger Energie betrieben. Stellen Sie sich ein Tesla-Reiseerlebnis im Jahr 2035 vor. Sie kommen mit einem eVTOL auf einer Luxusinsel an, erkunden Korallenriffe in einem Tesla-U-Boot und kehren dann zu ihrem Tesla-Pod-Hotel zurück, das netzunabhängig ist und von der Sonne betrieben wird. Elon Musk weiß natürlich, dass der Markt für persönliche U-Boote eine extreme Nische ist. Die meisten Menschen brauchen keins und noch weniger wissen, wie man es bedient. Aber das hat ihn bisher nicht aufgehalten. Erinnern Sie sich noch daran, als die Leute dachten, der ursprüngliche Roadster sei nur ein Spielzeug für reiche Leute? Heute dominiert Tesla mit Massenmarktmodellen wie dem Model 3 und dem Model Y den Markt für Elektrofahrzeuge. Dienstleistungsmodell versus Einzelhandelsprodukt. Anstatt das U-Boot als kommerzielles Produkt zu verkaufen, würde Tesla einen Service zur Erforschung der Ozeane anbieten. Ähnlich dem Cybercab-Modell für autonome Fahrzeuge. Anstatt von den Kunden zu verlangen, Hunderte von Millionen Dollar in ein Spezialfahrzeug zu investieren, könnten sie die Tesla-U-Boot-Technologie über eine Buchungsplattform auf Abruf erleben. Dies könnte ein völlig neues Geschäftsmodell einführen, bei dem Unterwasserfahrten nicht mehr nur Wissenschaftlern oder dem Militär vorbehalten sind, sondern zu einer für jedermann zugänglichen Transport- und Erkundungsart werden. Das Tesla-U-Boot ist nicht einfach nur ein U-Boot. Es ist ein völlig autonomes Schiff, das von modernster Technologie angetrieben wird. Dank seines KI-gesteuerten Navigationssystems, das Hindernisse erkennen und die Fahrtrouten in Echtzeit optimieren kann, würde es keine professionelle Besatzung benötigen. Das Antriebssystem nutzt die magnetische Antriebstechnologie, die herkömmliche Propeller überflüssig macht und für eine sanftere, leisere Fahrt sorgt. Der Rumpf würde aus einer extrem widerstandsfähigen Titanlegierung oder aus rostfreiem Stahl bestehen und das für Tesla typische minimalistische Design aufweisen. Wenn das U-Boot auftaucht, könnte es sich mit Hilfe von Solarzellen aufladen oder die Energie des Meeres nutzen, um seinen Betrieb aufrechtzuerhalten. Das Tesla-U-Boot als Dienstleistung und nicht als Produkt für den Einzelhandel anzubieten, bringt mehrere Vorteile mit sich. Anstatt auf eine kleine Gruppe von Käufern beschränkt zu sein, könnte diese Technologie für eine breite Palette von Zwecken eingesetzt werden. Der Unterwassertourismus könnte sich zu einem völlig neuen Wirtschaftszweig entwickeln, der es den Passagieren ermöglicht, die Wunder des Ozeans zu erkunden, vom Great Barrier Reef bis zum Wrack der Titanic. Unternehmen könnten sogar Konferenzen auf dem Meeresboden veranstalten und so einzigartige, noch nie dagewesene Erlebnisse schaffen. Das U-Boot-System könnte auch als neues Transportmittel dienen und Fähren und Passagierschiffe in Küstenstädten ersetzen oder sogar den Grundstein für ein Unterwasser-Hyperloop-System legen. Wissenschaftliche Organisationen könnten das Tesla-U-Boot nutzen, um Meerestiefen zu erforschen, die bisher für Menschen unzugänglich waren. Herausforderungen. Natürlich bringt jedes neue Produkt auch Herausforderungen mit sich. Einer der Hauptgründe, warum sich U-Boote noch nicht durchgesetzt haben,
sind die Komplexität der Produktion und die enormen Kosten. Tesla verfügt zwar bereits über Gigafabriken und andere Ressourcen, die für U-Boote genutzt werden könnten, aber das ist nur ein kleiner Teil der Gleichung. Im Gegensatz zu Elektroautos benötigen U-Boote hochspezialisierte maritime Technologie, Unterwasserkontrollsysteme und Materialien, die extremem Druck standhalten können. Das bedeutet, dass Tesla viel in Forschung, Herstellung und Wartung investieren müsste, was zu einem enormen finanziellen Druck führen würde. Die Realität sieht so aus, dass allein die Forschungs- und Entwicklungskosten zu den größten Ausgaben gehören würden. Da Tesla derzeit keine Plattform für U-Boote besitzt, müsste das Unternehmen bei Null anfangen und ein völlig neues Team von Ingenieuren aufbauen, die auf U-Boot-Technologie, Sonarsystem, hydraulischen Antrieb und Unterwassernavigation spezialisiert sind. Wie wir bereits geschätzt haben, könnte die Entwicklung eines U-Boot-Prototyps mindestens 5 bis 10 Milliarden Dollar kosten. Und das ist, ehrlich gesagt, eine optimistische Schätzung. Die Wahrheit ist, dass es sich nicht um etwas handelt, das heute gebaut und morgen eingesetzt werden kann. Ein U-Boot müsste mindestens 5 Jahre lang gründlich getestet werden, bevor es für die kommerzielle Nutzung in Serie produziert werden könnte. Während dieser Testphase würden die Fehlersuche, die Verfeinerung und die Aufrüstung der Technologie ebenfalls erhebliche Kosten verursachen. Eine weitere Herausforderung ist das Motor- und Batteriesystem. Tesla könnte die Lithium-Ionen-Batterietechnologie von Elektroautos auf U-Boote übertragen, aber das ist nicht einfach. Lithium-Batterien, die unter Wasser betrieben werden, sind explosionsgefährdet, insbesondere wenn sie unter hohem Druck stehen. Darüber hinaus benötigen U-Boote lange Betriebszeiten ohne Aufladung, was die Entwicklung effizienter Energiesysteme erschwert. Wenn Tesla eine sichere Batterie bauen will, die auch unter schwierigen Bedingungen funktionieren kann, könnten sich die Forschungskosten allein für die Batterietechnologie auf 1 bis 3 Milliarden US-Dollar belaufen. Darüber hinaus muss Tesla auch enorme Infrastruktur- und Arbeitskosten aufbringen. Die Fabrik von Tesla kann die Anforderungen für den Bau von U-Booten nicht erfüllen. Das ist richtig. Das Unternehmen wird also eine völlig neue Anlage bauen müssen, die 5 bis 10 Milliarden US-Dollar kosten könnte. Tesla hat jedoch noch einige Möglichkeiten, den finanziellen Druck zu verringern, wenn es wirklich an der U-Boot-Industrie teilnehmen will. Wie bereits erwähnt, könnte das Unternehmen die vorhandene Batterie- und Elektromotorentechnologie nutzen und über die Verbindungen von Elon Musk und Donald Trump sogar Partnerschaften mit Verteidigungs- oder Regierungsunternehmen eingehen, um die finanzielle Last zu teilen. Außerdem könnte die Automatisierung der Produktion mit dem Optimus-Roboter, sobald er dazu in der Lage ist, eines Tages dazu beitragen, die Arbeitskosten zu senken und die Effizienz zu optimieren. Dieser Roboter ist intelligent genug, um zu wissen, wie man ein U-Boot baut, oder? Selbst bei einer Kostenoptimierung wird Tesla noch 10 bis 15 Jahre brauchen, um ein wirklich brauchbares U-Boot auf den Markt zu bringen. Dies ist nicht nur eine technologische Herausforderung, sondern auch ein großes wirtschaftliches Problem, das Tesla berücksichtigen muss, bevor es sich entscheidet, in diesen Bereich zu expandieren. Natürlich wird niemand in ein Projekt investieren, das nicht rentabel ist, vor allem nicht bei der überragenden Vision von Elon Musk, einem Mann, dem man nachsagt, er käme aus der Zukunft. Stellen Sie sich Folgendes vor: Anstatt Hunderttausende oder sogar Millionen für ein Ticket ins All auszugeben, könnten Sie mit nur 3.000 bis 5.000 Dollar in der Tasche in die unerforschten Geheimnisse der Tiefsee eintauchen? Genau das könnte Tesla anbieten, wenn das Unternehmen in die Meerestourismusbranche einsteigt. Es ist hochwertig, aber nicht unerreichbar. Ein Preispunkt, der perfekt zwischen Luxus und Zugänglichkeit liegt. Und seien wir ehrlich, wer würde nicht gerne in einem eleganten, KI-gesteuerten Tesla-U-Boot durch Unterwasserschluchten und vergessene Schiffswracks gleiten? Wenn Tesla solche Touren anbietet und nur ein paar hundert Fahrten pro Jahr plant, könnte allein der Bereich Meerestourismus jährlich zwischen 10 und 50 Millionen Dollar einbringen. Aber der wahre Schatz liegt in langfristigen Partnerschaften, die Vermietung von U-Booten an Meeresforscher, Offshore-Energieunternehmen und sogar Unterwasserfilmer. Diese Verträge könnten jedes Jahr zwischen 3 und 7 Milliarden Dollar einbringen. Wenn man alles zusammenrechnet, könnte Tesla mit diesem neuen Markt 10 bis 25 Milliarden Dollar jährlich einnehmen. Der Traum vom U-Boot ist zwar noch nicht reif für den Start, aber das Potenzial ist unbestreitbar. Und wenn Tesla endlich den Durchbruch schafft, wird es nicht nur ein Fahrzeug sein,
Es wird der Beginn einer neuen Ära unter den Wellen sein. Wenn Sie diese Zukunftsvision so aufregend fanden wie wir, stellen Sie sicher, dass Ihnen dieser Beitrag gefällt. Abonnieren Sie ihn und klicken Sie auf das Glockensymbol, damit Sie die nächsten Beiträge nicht verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und bis später.